Guten Morgen aus Lahore in Pakistan, Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einer richtig bekannten Moschee hier. Die letzten 2 Tage lag ich komplett krank im Bett. Heute geht es mir so einigermaßen besser, aber ich muss unbedingt das Hostel verlassen. Deswegen geht es heute mal ein bisschen was anschauen. Wir haben knackige 40 Grad bei locker 90% Luftfeuchtigkeit. Das ist unmenschlich. Und wie ihr seht, Leute, habe ich endlich meinen Local Dress bekommen. Das Unterteil ist übrigens Shalwar und das Oberteil ist der Kamis. Es geht immer so bis zu den Knien hin. Mega geil. Ihr werdet es heute noch ein bisschen genauer sehen. Ist auch ganz luftig. Darunter hat man übrigens nichts, also keine Unterhose. Das hilft bei der Hitze auf jeden Fall. Alle Voraussicht nach ist auch heute mein letzter Tag hier. Lahore ist ja die zweitgrößte Stadt des Landes mit ca. 12 bis 14 Millionen Einwohnern. Keiner weiß es so genau. Heute ist Ashura immer noch. Das heißt, die Straßen sind sowas von leer geputzt. Ihr habt ja vor 2 Tagen gesehen, was Ashura genau ist. Und morgen sollte der Alltag hier wieder beginnen. Und dann werde ich aber auch schon wieder zurück nach Islamabad gehen. Also so ein paar Dinge kann man auf jeden Fall gesehen haben. Das machen wir eben heute. Architektur aus der britischen Kolonialzeit ist halt ziemlich interessant. Da werde ich auch heute noch ein bisschen durch die Stadt laufen, euch ein bisschen was zeigen. Das sieht schon ziemlich cool aus. Fühlt man sich wie in Großbritannien von vor 200 Jahren. Wie dem auch sei, jetzt sehen wir uns erstmal im Tuk-Tuk wieder und bis gleich. Oh ja, das wird kuschelig. Es ist einfach alles abgesperrt, Leute, da sogar mit Stacheldraht. So Leute, wir sind jetzt hier in der Badschai Mosque angekommen, in der Roten Moschee, und natürlich werden wir auch hier wieder von Pakistanis belabert. Es will natürlich irgendwie jeder mit einem sprechen, aber das geht irgendwie gar nicht, weil es einfach so viele sind. Bisher auf jeden Fall ziemlich cool. Alle wollen irgendwie mit drauf, ihr seht es auch im Hintergrund. Ja, ist schon ganz lustig, aber wir versuchen jetzt mal so ein bisschen weiterzukommen. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr vom Fleck. Hello. Ja, wir sind nicht weit gekommen, Leute. Ich sitze hier mit Lilly direkt in der Moschee und schaut mal, wie wir hier wieder umzingelt wurden. David wurde schon entführt. Überall alles voller Leute. Und wir sitzen hier einfach nur, wir machen nichts. Die sprechen auch fast gar nicht mit uns, sondern die gucken uns einfach nur an. Ja, so 20, 30 Leute und man fühlt sich echt wie so ein Zootier. Das ist schon sehr speziell. Schaut euch das mal an hier. Es sammeln sich einfach immer mehr Leute. Jetzt kommt schon wieder der nächste zum Foto machen. Ja, you want a photo? So, jetzt erstmal die Schuhe wiederholen. Denn die muss man ja in jeder Moschee abgeben. Deswegen sehen auch die Fußsohlen ziemlich dreckig aus. Dankeschön. Sitzt du in der Mitte? Ja, kann ich? So Leute, wie ihr also seht, es ist schon wieder dunkel geworden. Wir haben ein paar Stunden jetzt hier im Hotel gechillt, also Lilly, David und ich. Und wir werden heute noch zu einer richtigen Besonderheit gehen, beziehungsweise David und ich werden uns das machen lassen. Das wird super krass. Das habe ich vor einem Jahr von einem Kumpel von mir, der hier war, erzählen lassen. Und der hat gesagt, ich soll das unbedingt machen, ich sollte da unbedingt vorbeischauen. Deswegen, ich bin super gespannt. Ich will euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Aber ich bin super aufgeregt und kann mir gar nicht vorstellen, wie das so wird. Ich lasse mir tatsächlich die Haare mit Feuer schneiden. Und Leute, ich finde, das klingt so unrealistisch, wenn ich das sage.
Aber kein Spaß, mein Kopf wird brennen. Mal schauen, wie das so wird. Wir fahren da jetzt gleich mit Auto hin. Der macht nämlich extra heute wegen uns den Laden auf, denn eigentlich ist ja immer noch Nationalfeiertag, genauer gesagt Aschura. Wenn ihr das Video von vor 2 Tagen noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich, es ist absolut crazy, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Auch heute noch, absoluter Ausnahmezustand hier in Lahore. Ja, muss man gesehen haben. Aber jetzt geht's erstmal zum Friseur, also lasst uns loslegen. Let's go. Bin gespannt. Aber man spürt es auf jeden Fall. Aber es ist nicht so doll, wie ich gedacht habe. Aber es riecht sehr angekokelt. Oh, jetzt ist es heiß. Ja, es sieht schon richtig heiß aus. Ne? Lilly hat gerade gesagt, es sieht aus wie ein Münchner Schnösel. Das war's. So, wir haben uns jetzt auch eine Rikscha organisiert und werden gleich mal noch was essen gehen. Ja, also wir haben hier, glaube ich, nebeneinander Platz. Leute, mitten auf der Autobahn ist die Rikscha jetzt einfach stehen geblieben. Der Tank ist leer und wir wurden direkt umverfrachtet in die nächste. Denn da vorne ist schon die Moschee. Wir gehen jetzt hier rein und dann geht's weiter. So Leute, ich bin jetzt wieder im Hostel angekommen und was soll ich sagen, was war das für ein krasser Tag. Als wir durch die Altstadt wollten, Richtung Batschai Mosk, komplette Vollsperrung wegen Aschura, wegen dem Fest. Super krass, heute war nämlich der Höhepunkt und wir hatten so viele Polizei-Militärkontrollen, andauernd Metalldetektoren und überall waren die Gassen verriegelt. Ich konnte es halt gar nicht leider so für euch festhalten, wie ich es eigentlich wollte, weil ich kann natürlich irgendwie keine Polizei und Militär filmen, da bin ich etwas am Arsch, wie sich jeder vorstellen kann. Und es gab auch ein paar Scharfschützen, sogar ein paar Polizisten standen direkt immer auf den Dächern und sind da rumpatrouilliert, weil es eben hier in der Stadt auf jeden Fall ein viel, viel höheres Anschlagsrisiko gibt, denn wie ihr schon vor 2 Tagen in dem Vlog mitbekommen habt, direkt wo ich beim Aschura-Fest war, da war das schon krass mit den Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dorf, wo wir waren. Aber hier in der Stadt ist es nochmal ganz anders. Und wir haben auch gut mit den Polizisten und mit den Militärs geredet. Die waren super nett. In jeder Gasse hingen 10, 12 Polizisten. Das fand ich irgendwie so surreal, weil auf dem Dorf, da war schon viel los, aber da hat man sich einfach auch viel sicherer gefühlt, weil da natürlich eher weniger das Anschlagsziel ist. Aber es kam wohl in den letzten Jahren öfter vor, dass da eben Anschläge verübt wurden. Genau, aber es ist alles gut gegangen. Wir sind ja dann bei der Moschee irgendwann angekommen nach einer Stunde Laufen, wo man eigentlich eine Viertelstunde bräuchte. Und man hat auch überall, die wollte ich halt nicht ganz so filmen, die blutverströmten Leute, die sich eben selbst geiseln, gesehen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall das Video von vor 2 Tagen an. Ich weiß, es klingt grausam, ist es auch, aber es ist super, super interessant und es war krass, wie wir in diesem kleinen Dorf aufgenommen wurden als 2 Touristen. So für heute erstmal zu dem Ausnahmezustand hier in Lahore. Dann wollte ich noch mal was ganz Kurzes dazu sagen, wie mir der Feuerhaarschnitt gefallen hat. Also ich muss sagen, ich habe es mir viel, viel krasser vorgestellt. Es war jetzt schon cool, das mal mitbekommen zu haben, aber ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal machen, weil dafür ist es einfach zu teuer. Also er hat uns zwar gesagt, ihr könnt bezahlen, wie viel ihr wollt. So ein Richtwert sind halt 1000 pro Person, also knappe 5 Euro. Und dafür, dass da so eine Paste reingeschmiert wird, dann ist Feuer und dann verbrennen halt so die Haarspitzen. Ich dachte halt, es wäre wirklich viel, viel krasser, deswegen wollte ich es unbedingt machen. Hätte ich mir mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach habe ich ja noch so ein bisschen die Haare geschnitten bekommen, aber das war auch echt eher schlechter als recht. Und zudem, wie ihr am Anfang gesehen habt, war ja auch dieser ganze Shop voller Touristen. Was ich total krass fand, weil eigentlich sollte dieser Shop nur für uns öffnen. Aber auf einmal waren da 15 bis 20 Leute in diesem Laden, wo schon alles überfüllt war. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Aber wie dem auch sei, es war trotzdem eine ganz gute Erfahrung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und morgen geht es dann mit einer richtig verrückten Zugfahrt zurück nach Rawalpindi bzw. Islamabad. Ich bin super gespannt, das wird mega geil. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video, aber schaut auch als erstes nochmal hier meinen letzten Weltreise-Vlog an und hier meine ganze Weltreise-Video-Playlist mit allen Videos meiner Weltreise bisher.
ja, viel Spaß damit, vielen Dank fürs Einschalten und bis dahin, ciao.